nostrils. They got in, through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? Einer weniger. Sprachaufzeichnung, Gespräch Dr. Su Wei. I think there is some mistake. I don't understand why I was brought here. Why would you show me these things? I know that there's already a lot to take in. In the waiting area, I was seated with a Nobel laureate in biophysics and a monk, I think. He spoke neither English nor Mandarin. It is very strange. And General Harris? What was he talking about? The robot swarm, the pharaoh plague? I understand it is terrible, but it really cannot be stopped? Why tell us this? There are people in Shanghai, my friends, my family. They have joined Operation Enduring Victory already. It is for nothing? We will all die? We're going to be able to answer some of these questions. I just want to know why I am here. It doesn't make sense to me. You were brought here because of your skill set. No, that can't be right. I am an art historian. I know Dutch masters, Japanese calligraphy, Gerhard Richter. Kulturerhaltung. What does that matter now? Die Erhaltung der Kultur für die Nachwelt. Für wen auch immer, wer auch immer dieses Programm findet. Da ist noch was. Okay. Come on, gents, let's get her. Fuck. Ich wollte den nur durchsuchen. Let this deliver the final. No more. Don't let us die. I'm not coming back from this one. Grant me victory. Yet. We're too close to let tribal primitives stop us now. The data points, what do they contain? Textprotokoll. Beraterrichtlinien 1. Für die Nachbesprechung nach Präsentation 1. Den Kandidaten muss die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen und die Informationen, die sie erhalten haben, vollständig zu verarbeiten. Es ist wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Kandidaten soeben Auslösern für schwere mentale und emotionale Traumata ausgesetzt wurden. Gehen Sie nicht davon aus, dass Schweigen oder äußerliche Ruhezeichen von Einverständnis sind. Es muss unbedingt betont werden, dass alle anderen Optionen zur Bekämpfung der Pharaoh-Plage und zur Sicherung des Fortbestandes des menschlichen Lebens in Erwägung gezogen und als nicht durchführbar erkannt wurden. Teilen Sie diese Tatsache ruhig, aber klar und deutlich mit. Machen Sie sich mit den Daten über die katastrophalen Umweltauswirkungen vertraut, die Nukleareinsätze gegen den Schwarm nach sich ziehen, Anhang B1, sowie über die Undurchführbarkeit, Leben in Orbit, Mond- oder Unterwasseranlagen zu erhalten, Anhänge C1, C2, C3, sodass Sie diesbezügliche Einwände der Kandidaten umfassend entkräften können. Bittet ein Kandidat um Zeit, um zusätzliche Informationen in Ruhe allein zu prüfen, ist dieser Bitte unverzüglich Folge zu leisten. Informieren Sie in diesem Fall das Sicherheitspersonal, damit der Kandidat hinsichtlich eventueller Selbstmordversuche überwacht werden kann. Die Kandidaten sollten nur dann mit Präsentation 2 fortfahren dürfen, wenn sie der Annahme sind, dass ihr mentaler Zustand hinreichend stabil ist.
Bitte beobachten Sie, dass Echtzeit-Support über Ihren Fokus zur Verfügung steht. Sicherheitsteams und medizinische Krisenteams sind datenbeschädigt. Oh, krasse Scheiße. Gespräch Susanne With Alpert. Suzanne Alpert, environmental scientist. Doctor? I'm sorry, I wasn't, Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? nothing the General said. Not really. I was on the Syzygy East Response Team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still dream about it, after all these years. The red zone spreading on the imaging, slowly, so slowly, like a hand opening its fingers. Your involvement in that event is why you were asked for by name. Really? That's interesting. Because nothing worked. Nothing could grow there again. It was a catastrophic failure. But the red zone is a blip compared to global-scale biomass reduction. The biosphere and hydrosphere will collapse, render the Earth uninhabitable long before the robots finish us. Enduring victory can't buy time against that. So, you'd better show me what Zero Dawn really is. Die glauben das alle nicht. Krass. Ja, wer würde? Who would? Hauptmann Okilo. I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo, are you trying to thank me for not resisting? I believe we couldn't negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, US Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict. Yes, and I've got the prosthetic limbs to show it. Yet I continue to face this horror, even though the challenge was great. Cyber warfare. I thought Zero Dawn would be a Manhattan project to generate the deactivation codes. With the resources I had, I estimated code breaking to be a hopeless endeavor. I was almost looking forward to being proved wrong. Unfortunately, your estimation was correct. As your General Hera said. So then, you did not bring me here to commiserate. What is left? Ron Felder. Look, let's cut the mystery. You're building a colony ship. It's obvious. And it's not gonna fly. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in graveyard orbit since 57? That went nowhere real slow. And you have to get somewhere real fast. Do you have any idea the immensity of the challenge to prep a new colony ship in time? To be clear, I'm not a worker on the project. Do you even understand how few people it could save? The whole generation ship concept is not gonna happen. It's the first thing you'd abandon in favor of embryonics. For that kind of storage, we're talking a lot of bulk, a lot of power, a lot of resources. So even if you do it, even if you build it and point it at Sirius X, there's no room for people on that thing, all right? If you could try to remain calm. You people are crazy if you think you're getting off this rock. No one's getting off. Medical. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, ist das bitter. It is accurate, yes. So these mechanical monstrosities, they don't just kill people. They feed off them? Not just people, all organic matter. Every living thing dissolved into nutrients. Millennia of evolution liquefied. The miracle of life reduced to bloody biofuel. In a word, yes. Who did this? Pharaoh? That arsehole. Is he here? No, Doctor. Please, tell him Tom Pike wants a word. Now, get off! Get off! Doctor, Please! You get Ted Pharaoh in here! Boah, ist das bitter. Ist das
Ist das bitter hier unten. Want to discuss? Whew. So Mama, she was right. Pardon? My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bible serious, Pentecostal serious. Favorite chapter? Revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but when she did use her words, it was always end times this and lake of fire that on account of sinful lifestyles. Speaking of which, mind if I smoke? A tobacco cigarette. Sorry, darling. My taste run classic. Compliments to your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malkeet was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty, too. But I kept the zigging to their zag. How'd you finger me? I believe Dr. Sobek listed you as an alpha candidate. Priority snatch and grab. Always suspected she had a little thing for me. Hey, I don't suppose you got real coffee in this place. You know, blood coffee? Conflict cappuccinos? Mr. Tate, I'm clearing you to proceed. Just go. Bitter, 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 bitter. You previously worked for Faro Automated Systems. On the chariot line self-replication routines. I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, about time. I've been trying to swallow the guilt every day since... Would you like to take a moment? No, I really hoped Zero Dawn was a way to undo it all. My work. And I'm sorry to say I was ever proud of it, but Ted could really sell a concept, and in the labs, in the light of creation, that first test run, when you saw they understood their own structures, could rebuild themselves from memory and light, there were no limits. God, there were no limits. Oh mein Gott, ist das bitter. Vorführraum Nummer 2. CDO2 data intact. Initiating playback. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together.
How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Oh, krass. Alter. The whole Earth destroyed, but then remade? Yes, by a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how'd it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? And Hephaestus, taking over Cyan. I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Krass. Also vielleicht... Also ich glaube jetzt tatsächlich nicht mehr ans Computerprogramm, weil das wurde ja gerade sehr, sehr deutlich, ja, sehr deutlich, dass es das eben nicht ist. Aber wie ist es dazu gekommen, dass diese Maschinenwesen dann erschaffen wurden? Und Hades das halt vielleicht irgendwie, vielleicht gab es jetzt so eine Anti-Software irgendwie, die halt das Verderben auch darstellt und den, ich weiß, boah, krass ist es. Ich bin so gespannt, was wir hier noch entdecken werden. Textprotokoll, treffen Sie Ihre Wahl. Aber jetzt macht es halt auch Sinn, alles, was man am Anfang in der allerersten Höhle hatte, als man noch ein Kind war. Diese ganzen Gesprächsfetzen, die ich noch in Erinnerung habe, dass die halt von normalen Menschen und nicht von Wissenschaftlern waren oder von Forschern waren, die sich dazu entschieden haben, sondern Menschen, die dafür ausgesucht wurden. Krass. Es wäre jetzt mega interessant, diesen Anfang nochmal zu spielen. Sie verfügen jetzt über Informationen zum wahren Ziel und Zweck von Project Zero Dawn, die weitaus mehr als streng geheim sind. Dementsprechend können wir Ihnen leider nicht erlauben, diese Anlage zu verlassen. Sie haben jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten. Bitte überdenken Sie jede davon sorgfältig. Es stehen fachkundige Berater bereit, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen. Erstens. Teilnahme. Sie werden auf der Grundlage Ihres Fachgebietes einem Projektteam zugewiesen. Ihnen sollte bewusst sein, dass ein harter Weg vor uns liegt und der Ausgang des Projekts unsicher ist. Es wird von Ihnen erwartet, mindestens 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Kommunikation mit Familienmitgliedern wird stark eingeschränkt und in Echtzeit überwacht. Bei erfolgreicher Fertigstellung des Projekts werden Sie und Ihre nächsten Angehörigen oder 2 Personen Ihrer Wahl in den versiegelten Elysium-Lebensraum überführt, um den Rest Ihres natürlichen Lebens dort zu verbringen. Elysium, das war das, wo wir am Anfang waren. Krass. Zweitens. Unbegrenzter Gewahrsam. Sollten Sie die Teilnahme an Project Zero Dawn ablehnen, werden Sie für unbegrenzte Zeit in Gewahrsam gehalten. Sie haben 48 Stunden Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken. Danach gilt Ihre Ablehnung der Teilnahme als unwiderruflich.
Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen werden, ihren Gewahrsam so angenehm wie möglich zu machen, doch ihnen ist jeder Kontakt zur Außenwelt verboten und ihr Tod innerhalb von 18 Monaten aufgrund der Pharaoh-Plage ist unvermeidlich. Wenn die Zero-Dawn-Anlage verlassen wird, werden diejenigen Häftlinge, die sich nicht für die Sterbehilfe entscheiden, freigelassen. 3. Sterbehilfe. Die Informationen, die Sie gerade erhalten haben, stellen verständlicherweise den Sinn des Weiterlebens in Frage. Wenn Sie es vorziehen, Ihr Leben an diesem Punkt zu beenden, bieten wir Ihnen einen schmerzlosen Tod an. Es ist eine Wartefrist von 48 Stunden erforderlich, während der Sie sich stattdessen zur Teilnahme oder zum Gewahrsam entschließen können. Bitte benachrichtigen Sie einen Berater, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen möchten oder weitere Fragen haben. Alter, ist das bitter. Ist das bitter. Die schlechte Nachricht, die gute Nachricht. Geil. Krass. Aber ganz im Ernst, wenn wir jetzt erst hier sind, dann sind wir ja jetzt gerade bei der Hälfte. Sind das nochmal 40 Stunden hier? Das wäre ganz schön heftig. Wir haben ja jetzt die ganze Welt schon entdeckt und so. Oder was kommt da noch? Das ist ja krass. Ich bin gespannt. Ich bin mehr als gespannt. Naja. Sprachaufzeichnung, Gespräch 2, Brad Andeck. Of course I'll do it. To be given the opportunity to rebuild what the damage that I So, don't der feel worthy of it, but Pharaoh-Mitarbeiter. I will do it, absolutely. I want to stress that this was never about your culpability. It is to me. Dr. Sobek, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves that we're cut out for the BTRI cabals. That's the better than rapid innovation. Better at competing, better than the next guy, a better killing machine. Isn't it just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom? I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard, twice as hard to earn this, for my family to have a place in Elysium. I never thought that there could be atonement. Krass. Ron Felder, Gespräch 2. Is he to make sure I behave this time? Security, for your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. This kind of blue skying, it's... Jesus. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm afraid that's not possible. Everything you're talking about here isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. I'm getting out of here. What are you... You don't... Get your hands off me! Scheiße. Oh Gott. Susan Alpert. If you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this. But the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobek's work at Miriam, no. No, life doesn't always find a way to keep going. Sometimes it never comes back. Like Syzygy East. Like the Congo. Like Timo. Like us. That's our reward? A buried city full of terminal patients waiting out the clock? You'd grow old together, with your loved ones, in safety. I don't have loved ones. I suppose I could start a family? I'm afraid not. All inhabitants of Elysium will be medically sterilized. Krass. A habitat capable of sustaining a starting base of 2,000 individuals for up to 100 years is a huge challenge, Dr. Alpert.
If the population grows instead of diminishes, everyone will be dead inside 30 years. I knew it. I just couldn't bring myself to say the words. I'm sorry. Finish it. Medical euthanasia. I want no part of this. I just want it over. I see. Protocols require a 48-hour waiting period, after which... Ach, krass. Na? Wisst ihr, für was ihr euch entscheiden würdet? Gestrandete Fesseln. Was ist das? Dieser mysteriöse Gegenstand ist nur für die ausgefallensten Händler wertvoll. Fesseln, hergestellt aus einem unbekannten glatten Material. Aha. Sieht aus, als würde es da weitergehen. Ich will erstmal noch zurück in diesen zu dem anderen Raum. Ah nein. Saving these for the trail. Da geht's weiter. Das heißt, ich versuche da doch noch durchzukommen. Oh, was haben wir hier noch? Das haben wir übersehen. Gut, dass ich nochmal zurück bin. Beraterrichtlinien 2. Für die Nachbesprechung nach Präsentation 2. Verzeihung. Es ist überaus wichtig, dass sich die Kandidaten freiwillig und wissentlich zur Teilnahme an Project Zero Dawn entschließen, ohne zusätzlichen Druck und ohne eine Wertung seitens des Beraters. Bekräftigen Sie, dass die Kandidaten aufgrund ihrer Fähigkeiten und Leistungen ausgewählt wurden. Betonen Sie, dass Ihre engagierte Teilnahme an Zero Dawn die Erfolgsaussichten des Projektes erhöhen wird. Stellen Sie die Teilnahme an Zero Dawn als eine Möglichkeit dar, aktiv auf eine überwältigende Bedrohung zu reagieren. Die Kandidaten könnten die Fairness ihrer Auswahl hinterfragen. Erkennen Sie diese Einwände als normale, sogar bewundernswerte Reaktionen an, bekräftigen Sie den Wert der Kompetenz der Kandidaten für die Zukunft, nicht nur für die Menschheit, sondern für das gesamte Leben auf der Erde. Weiterhin könnten Kandidaten sich aus moralischen Gründen dagegen sperren, dass sie und ihre Angehörigen auch nach Zero Day weiterleben dürfen. Erkennen Sie Ihre Bedenken an. Räumen Sie ein, dass die Elysium-Belohnung zwar nicht gerecht, aber verdient sein wird. Wenn möglich, nutzen Sie die ethischen Bedenken, um eine größere Hingabe für das Projekt zu erreichen. Wenn Kandidaten die Plausibilität von Project Zero Dawn hinterfragen, erlauben Sie ihnen, Dr. Sobeks Präsentation so viele Male anzusehen, wie Sie wünschen, und ermöglichen Sie den Zugriff auf die Hintergrundartikel G01 bis P20. Lassen Sie eine Unterbrechung des Gesprächs zu, damit Sie die Dokumentation verinnerlichen können. Eine bedeutende Minderheit der Kandidaten wird sich für die Sterbehilfe entscheiden. Es ist wichtig, diese Entscheidung freundlich und ohne Wertung aufzunehmen. Setzen Sie sie über die Wartefrist von 48 Stunden in Kenntnis, in denen Berater zur Verfügung stehen, um über Ihre Entscheidung zu reden. Betonen Sie, dass die Sterbehilfe nicht ohne eine abermalige Zustimmung stattfinden wird, wenn der Eingriff anberaumt ist. Niemand wird gegen seinen oder ihren Willen getötet. Kandidaten, die sich für unbegrenzten Gewahrsam entscheiden, müssen darüber informiert werden, dass sie ihre Entscheidung innerhalb von 48 Stunden zurücknehmen können. Danach Daten beschädigt. Ich würde gerne nach ganz oben gucken. Kann ich nicht. Schade.
Das ist ein bisschen gruselig hier. Aber gut, hier ist nichts mehr. Na, hier ist nichts mehr. Gut. Dann eine Tür weiter. Oh mein Gott, ist das alles bitter hier, ey. Genau das habe ich